FC Bayern München zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, hallo liebe FC Bayern Freunde, schön, dass ihr wieder mit am Start seid zu meiner neuen FC Bayern München Bundesliga Prognose hier auf Werners Fußballecke. Ja, am 25. Spieltag geht's in der Allianz Arena am Freitag gegen Gladbach. Und wie immer gibt's in diesem Bayern-Video meine Prognose mit allen Infos und natürlich der möglichen Kompanie-Startelf. Dazu werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf das Champions League-Spiel am nächsten Dienstag bei Atalanta Bergamo und natürlich mein Bundesliga-Tipp für Bayern gegen Gladbach. Aber bevor wir loslegen, seid ihr erstmal gefragt. Wie tippt ihr Bayern gegen Borussia Mönchengladbach? Schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und wenn ihr mehr FC Bayern Prognosen sehen wollt, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert Werners Fußballecke, aktiviert die Glocke und ihr verpasst kein Bayern-Video mehr von meinem Kanal. Ja, liebe Bayern-Freunde, was war das bitte für ein Hammerspiel am letzten Wochenende beim 3:2 Sieg in Dortmund? Und dieses Tor von Kimmich kurz vor Schluss zum 3:2, einfach nur Gänsehaut. Und ganz ehrlich, mit dieser Mannschaft lassen sich die Bayern den 35. Bundesliga-Meistertitel auf jeden Fall nicht mehr nehmen. Was sagte Kompanie nach dem BVB-Spiel? Immer weiter, immer weiter. Denn jetzt will Kompanie auch den Bundesliga-Rekord für die meisten Tore in einer Saison. Der Rekord ist übrigens über 50 Jahre alt und ja, auch selbst vom FC Bayern aufgestellt. Und zwar in der Saison 1971-72. 101 Tore von Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeneß und Co. Aktuell steht der FC Bayern bei 88 Bundesligatoren. Und ja, es sind noch 10 Spieltage. Also auch dieser Rekord wird sich das Team von Vincent Kompany in dieser Saison auf jeden Fall schnappen. Aber klar, nächste Woche startet erstmal die Mission Champions League Titel 2025-26 auswärts bei Atalanta Bergamo aus der Serie A. Natürlich gehen wir mit Respekt in dieses Spiel, auch wenn wir klarer Favorit sind. Bergamo hat in der Champions League auswärts zum Beispiel bei Olympique Marseille gewonnen, 3:0, bei Eintracht Frankfurt zu Hause zum Beispiel 2:1 gegen FC Chelsea aus der Premier League und natürlich wissen wir alle, das 4:1 zu Hause gegen Borussia Dortmund. Also, das wird schon kein Selbstläufer. Aber wenn wir mit der richtigen Einstellung auftreten, wie in der Ligaphase oder auch in der Bundesliga, dann sollten wir uns über 2 Spiele auf jeden Fall das Viertelfinale holen. Und genau deshalb bin ich jetzt gespannt, wie Vincent Kompany die Bayern gegen Gladbach aufstellt. Klar, man könnte sagen, schon ein paar Stammspieler schon mit Blick auf Dienstag, aber ganz ehrlich, für mich sollte am Freitag gegen Gladbach, soweit es geht, die beste Bayern-Elf spielen. Denn defensiv gab es in manchen Spielen schon noch ein paar Lücken und auch vorne wurden teilweise zu viele gute Chancen nicht sauber zu Ende gespielt. Klar, nach so einer starken Hinrunde und Champions League spielen ist Müdigkeit schon ganz normal. Aber jetzt geht's in die heiße Phase, gerade was die Champions League angeht. Und da musst du hinten hellwach sein und vorne brutal effizient. Ja, das ist Meckern auf hohem Niveau, ist klar. Aber wir wollen nach der Meisterschaft jetzt auch den Champions League Titel. Und dafür brennen auch alle Bayern-Spieler. Deshalb setze ich in meiner möglichen Startelf gegen Gladbach auf die aktuell beste Formation. Nur die 10er-Position habe ich noch offen gelassen, dazu kommen wir aber gleich im Video. Wenn Kompany sagt, Manuel Neuer ist fit, dann sollte er natürlich auch spielen, mit Blick auch auf Dienstag. Wenn nicht, kein Risiko angehen, dann lieber auf jeden Fall Jonas Urbik ins Tor stellen. Ich finde sowieso, nach Neuer sollte man Urbik klar die Chance im Bayern-Tor geben. Da brauchst du keine 60 Millionen oder so für einen neuen Keeper ausgeben. Nein, wenn, haben wir Jonas Urbik. So, links würde ich, solange Davis leider noch ausfällt, weiterhin Konrad Laimer bringen. Er ist für mich einer der Bayern-Spieler der Saison bis jetzt. Was der Typ läuft und ackert für das Team, ist einfach unglaublich.
unglaublich. Rechts dann auch weiterhin schon eine Überraschung für mich, aber er spielt sehr gut, Josip Stanisic. Er wird immer stärker auf dieser Position, geht mittlerweile sehr oft mit nach vorne, bringt sehr gute Flanken und defensiv ist er sowieso stark. Dazu hat er immerhin auch schon 4 Torvorlagen bzw. 2 Tore bis jetzt in der Bundesliga erzielt. In der Innenverteidigung natürlich Tah und Upamecano. Sie haben sich mittlerweile super eingespielt, beide mit einer starken Passquote und sehr stabile Leistung, ob in der Bundesliga oder auch in der Champions League. Gerade Tah überragt alle Verteidiger mit seiner Mega-Passquote. Von 1524 gespielten Pässe in der Bundesliga kamen 96% an. Weltklasse-Werte. Diese Abwehr, inklusive natürlich Torwart, egal ob Neuer oder Obig, ist absolutes Champions League-Niveau. Dazu hast du einen Kim, der, wenn er spielt, auch wieder sicherer aufspielt, als noch in der letzten Saison. Gut, Itu wird wohl leider erstmal 2-3 Wochen noch leider verletzt ausfallen. Im Mittelfeld müssen natürlich Joshua Kimmich und Alexander Pavlovic von Beginn an gegen Gladbach spielen. Kimmich hat zwar ein überragendes Spiel gegen den BVB gemacht und das wichtige Tor erzielt, aber wenn wir mal ehrlich sind, waren die letzten Spiele von ihm nicht immer komplett fehlerfrei oder konstant auf Top-Niveau. Dass Joshua Kimmich Weltklasse ist, wissen wir. Aber klar, solche Phasen hat jeder Spieler mal. Trotzdem braucht er jetzt wieder diese Konstanz in seinem Spiel und genau deshalb muss er auf jeden Fall von Anfang an auch am Freitag gegen Gladbach spielen. Bei Pavlovic muss man ganz ehrlich sagen, für mich ist er mittlerweile einer der besten Spieler auf dieser Position in ganz Europa. Sein Passspiel ist unglaublich sauber, er strahlt Ruhe aus, seine Spielübersicht wird immer besser und wir dürfen nicht vergessen, er ist gerade mal 21 Jahre alt. Das ist schon eine Wahnsinnsentwicklung und das beim FC Bayern München. So einen Spielertypen braucht jede Topmannschaft in Europa. Klar, man könnte ihm vielleicht mal eine Pause gönnen und stattdessen zum Beispiel natürlich Tom Bischoff eine Chance geben, aber grundsätzlich gehört Pavlovic natürlich in die Startelf und er wäre für mich auch bei der WM gesetzt. Und dann kommen wir jetzt zur besten Offensive der Top 5 Ligen Europas. Ja, ich sage es ganz bewusst so, Luis Diaz, Michael Olise und natürlich wie immer Mr. Harry Kane. Diese 3 Spieler haben in der aktuellen Bundesliga-Saison zusammen 53 Tore erzielt. Das ist eine brutale Quote im europäischen Topfußball. Zum Vergleich, das zweitbeste Trio mit Mbappé, Vinicius Junior und Jude Bellingham von Real Madrid kommen insgesamt auf 36 Toren. Das zeigt einfach, wie stark diese Bayern-Offensive aktuell wirklich ist. Gerade auch mit dem Blick auf die Champions League brauchen wir uns im Moment vor keinem Team der Welt zu verstecken, weder defensiv noch offensiv. Trotzdem muss man bei Luis Diaz sagen, dass er seit 3 Bundesligaspielen ohne Tor ist und seit 2 Spieltagen keine Vorlage mehr geliefert hat. Und nein, das ist kein Jammern auf hohes Niveau, es geht einfach darum, dass er wieder diese guten Aktionen und positive Momente im Spiel braucht. Und genau die bekommt man nur, wenn man spielt. Deshalb sollte auch Luis Diaz gegen Gladbach in der Startelf stehen. Das gleiche gilt für mich auch für Michael Olise. Sein letztes Bundesliga-Tor war am 18. Spieltag beim 5:1-Sieg in Leipzig, wo er zusätzlich natürlich noch 3 Mega-Torvorlagen beigesteuert hat. Seine letzte Torvorlage gab es am 21. Spieltag beim 5:1 Heimsieg gegen Hoffenheim. Auch er braucht einfach mehr Erfolgserlebnis, um voll wieder in seinem Rhythmus zu kommen. Deshalb muss auch Olise gegen Gladbach für mich unbedingt starten. Im Sturm ist die Situation klar. Harry Kane. Natürlich könnte man ihn am Freitag auch eine Pause gönnen und vielleicht Serge Gnabry vorne reinstellen. Man könnte auch überlegen, einen jungen Spieler mal die Chance zu geben, aber ganz ehrlich, Harry Kane will immer spielen und bei so einem Spielertyp weiß man einfach, dass er immer liefern will, beziehungsweise Tore schießen will.
So, jetzt zur 10er-Position. Ich würde Lennart Kahl gerne wieder häufiger sehen, auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft jetzt. In den letzten beiden Bundesligaspielen saß er ja jeweils 90 Minuten komplett auf der Bank. Klar, Kompany wird seine Gründe haben und das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Aber gegen Gladbach würde ich Kahl in die Startelf stellen und in der zweiten Halbzeit dann natürlich Jamal Musiala bringen. Musiala kommt nach seiner langen Verletzung immer besser in Form. Und man darf wirklich nicht vergessen, wie lange er ausgefallen ist. Da kann man nicht erwarten, dass er nach 2 Spielen sofort wieder über 90 Minuten durchzieht. Kompany und Musiala werden da schon richtig steuern. Also liebe Bayern-Freunde, das wäre meine mögliche Startelf für Freitag gegen Gladbach. Natürlich kann man den ein oder anderen Stammspieler eine Pause gönnen. Aber für mich zählt schon jetzt das Spiel am Dienstag in der Champions League in Bergamo. Und trotzdem vertraue ich unserem Trainer natürlich voll und ganz. Er wird schon die richtige Balance finden, sowohl für Gladbach als auch mit dem Blick auf Bergamo. Und jetzt zu meinem Bundesliga-Tipp. Ich tippe auf ein klares 4:1 für die Bayern. Wenn wir konzentriert und mit Respekt in die Partie gehen, wird sich unsere starke Offensive am Ende auf jeden Fall durchsetzen. Was tippt ihr? Und wie würde eure Bayern-Startelf aussehen? Schreibt es mir unbedingt unten in die Kommentare. Also dann, viel Spaß am Freitag, Daumen drücken und wir sehen uns beim nächsten Bayern-Video für das Spiel bei Atalanta Bergamo. Also bis dann, tschüss!